Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einer neuen Challenge. Meine Lieben, wir sind in der Nähe von Stuttgart. Hier gibt es heute Tantuni. Wie die Challenge aussieht, was uns erwartet, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß, let's go! Und damit herzlich willkommen nochmal zurück bei Big M und einem neuen Video, einer neuen Folge, einer neuen Challenge. Wir sind, wie eben bereits erwähnt, unweit weg von Stuttgart, genauer gesagt Zuffenhausen. Und hier gibt es tatsächlich eine Tantuni Challenge, wo ihr mich wieder markiert habt, wo ihr wolltet, Big M, fahr dorthin, versucht das Ganze. Und nicht nur, dass ich jetzt hier versuchen werde, die Challenge anzunehmen, sondern ich habe in meinem Leben, wenn ich mich erinnern kann, auch noch nie Tantuni gegessen. Das heißt, heute gibt es nicht nur eine geile Challenge, sondern vielleicht oder vielleicht auch nicht geiles Essen. Wir hören uns jetzt erstmal die Challenge an und schauen, wie groß, wie schwer das Ganze wird. Und damit darf ich den lieben Serdon begrüßen. Genau. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe den Leuten gerade schon erklärt, Zuffenhausen, Yusuf Usta, dein Laden, Genau. und ihr habt eine Tantuni-Challenge ins Leben gerufen. Genau. Zuallererst mal die Frage, was ist Tantuni? Tantuni ist geschnetzeltes Kalbsfleisch. Ja. Das wird traditionell in einem Wrap geliefert, beziehungsweise in einem Salmonbrot. Ja. Also kann man sich aussuchen, entweder das Sandwich oder in einem Wrap. Drin ist dann einfach nur Zwiebel, Tomate, Petersilie. Es werden keine Soßen benutzt, Ja. weil das Fleisch ist hochqualitatives Fleisch und es verfälscht ein bisschen das Fleisch. Ist ja das, was mittlerweile viele vom Döner sagen, wenn sie hochqualitativ guten Döner anbieten, eher ohne Soße, damit man die gewisse Komponenten schmeckt. Und so ist es auch beim Tantuni, traditionell nur mit Zwiebel, Tomate, Petersilie. Okay. Das Fleisch tun wir auch selber schneiden. Ah. Genau, das ist pures Filetfleisch, Okay. klein gehackt. Und auch nicht am Spieß, ne? Nein, nicht am Spieß. Das wird in einem Grill gemacht. Das wird von unten erhitzt. Da kommt das Fleisch rein und wird dann gewürzt. Ohne Spieß, sondern direkt auf den Grill. Ich habe es noch nie probiert, ich bin gespannt, freue mich. Da freue ich mich Aber auch wir drauf. kommen mal aufs Wesentliche, worauf Genau. auch viele, ich weiß, da zuschauen und natürlich auch was sehen wollen. Du hast eine Challenge gleichzeitig uns Leben gerufen. Genau. Habe ich gerade schon mal ein bisschen gezeigt. 1 Meter Tantuni Challenge. Genau. Ist das richtig? Genau. Wir hatten es so, dass 3 Personen teilnehmen. Ja. 1 Meter Tantuni Challenge mit Beilagen, Pommes, Chiköfte etc. Ja. Ohne Zeitangaben, die mussten auf Zeit essen. Ich habe gesehen, ihr habt ja auch so eine Rekordtafel. Genau, ne? die Rekordtafel haben wir hier. 3 Personen nehmen teil. Und sobald das Essen fertig ist, wird die Zeit gestoppt. Ja. Und wir hatten es so, wer das dann am Ende des Monats am schnellsten ist, hat dann einen Gutschein gewonnen bei uns. Geil. Das heißt, die Challenge nehme ich heute an? Oder? Nee, ich würde sagen, das wäre ein bisschen zu einfach für dich. Ja. Wir machen, dass wir das verdoppeln. Aus 1 Meter machen wir für dich 2 Meter. Okay. Weil 1 Meter, denke ich mal, wäre für dich zu einfach. Aber war nicht schon 1 Meter für 3 Leute gedacht? Genau, aber so wie ich deine Videos verfolgt habe, wäre für dich das nichts Besonderes. Deswegen Okay. machen wir für dich extra 2 Meter Tantuni. Okay, das heißt aber, dann fällt der Gutschein für mich flach, sondern... Genau. Sobald du die 2 Meter schaffen solltest, kriegst du Lifetime Pass Also bei Yusuf Usta. kostenloses Essen für die Ewigkeit. Genau. Wir haben 3 Filialen, alle 3 Filialen. Okay, dann noch die letzte Frage. Da war ja so, dass die nur aufessen mussten. Genau. Zählt das bei mir auch oder hast du dir da noch was zusätzlich? Nee, ich würde sagen, damit es ein bisschen spannender wird, ist, wenn du die Challenge nicht schaffen solltest, pro 10 cm, was dir fehlen, machst du 10 Liegestützen. Und pro 10 cm, was du schaffst, mache ich auch 10 Liegestützen. Bedeutet, wenn du alles schaffen solltest, muss ich 200 Liegestützen machen. Okay, und das heißt, wenn 10 cm übrig bleiben, muss ich 10 machen, wenn 20 über 20. Genau. Okay, ich bin mal optimistisch, dass ich ein paar Zentimeter schaffe. Ja, das Okay. bin ich mal gespannt. Und ich kann mir aber Zeit lassen, wie lange ich will. 33 Minuten würde ich sagen. Ach, auch noch? Genau, 33 Minuten. Warum 33 Minuten? Weil das Essen kommt aus Mersin. Das ist am Mittelmeer in der Türkei. Ah, Türkei. Genau, und 33 ist Kennzeichen von Mersin. Ja, kenne ich diese Genau. Kennzeichen der Türkei. Deswegen würde ich sagen, 33 Minuten hast du für die Challenge Zeit. Da bist du aber sportlich. Ja. Wie mit den Liegestützen. Genau. Aber ich nehme die Challenge an. Gerne. Ich freue mich auf Tantuni, ich freue mich auf die Challenge. Ich freu und ich mich sag dir auch. eins, auf kostenloses Essen für die Ewigkeit. Genau. Let's go. Leute, ich glaube, es geht los. Über deinen Kopf. Eieieiei. So. Da ist das Brotstück. Wow. Wow, wow, wow. Mein Lieber, du hast auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Ich bin ein bisschen sprachlos gerade. Ich würde einfach mal sagen, du ziehst deine Handschuhe an. Ja. Und die Portionierung kannst du selber, wir haben da ein Messer hingestellt, kannst schneiden wie du willst, 2 Meter Tantuni. Oh, ich bin echt Wie geflasht. gesagt, vergiss unsere Wette nicht. Stimmt, die 200 Liegestütze. Genau, wenn du es alle schaffen solltest, mache ich 200 Liegestützen und pro 10 cm, die du nicht schaffst, machst du 10 Liegestützen. Was hast du vorne noch da ein bisschen? Das sind Peperonis, die sind leicht scharf, die servieren wir immer zum Teller dazu.
Und Das heißt, du willst mal noch eine Schärfe-Challenge? bisschen. Die sind nicht arg scharf. Okay. Das macht nichts. Und die Zitrone kannst du gerne drüber pressen für die Würze. Das kenne ich so ein bisschen vom Lamajun, wo man so ein bisschen drüber macht. Genau. Geil. Ja, dann bin ich gespannt. Ich weiß noch nicht, wie ich anfangen soll. Auf jeden Fall steht eins fest, das Ding sieht brachial aus. Das freut mich. Ich wünsche dir viel Spaß Dankeschön. und wir sehen uns dann später. Und ich hoffe, du bist voller Liegestütze machen. Ja, das hoffe ich nicht. Also meine Lieben, damit ist alles angerichtet für die XXL 2 Meter Tantuni Challenge bei Yusuf Usta in Stuttgart. Deswegen kostenloses Essen für die Ewigkeit. 33 Minuten haben wir Zeit. Sollten wir das Ganze schaffen, muss der Chef noch 200 Liegestütze machen. Meine Lieben, wir gehen rein. Let's go. Ich würde sagen, wir schneiden uns erstmal links schön was ab. Nehmen uns erstmal so ein schönes Tantuni. Oh, es lässt sich schon schön schneiden. Ei. Weiches Brot und ich bin aber echt mal auf das Tantuni-Fleisch gespannt. So sieht's aus. Wir haben einfach schon wahrscheinlich so gefühlt einen doppelten Wrap, wie er normalerweise im Angebot ist. Wir gehen rein ins erste Stück Tantuni. Boah, geil. Also was man definitiv schmeckt, Tomate, Petersilie und keine Soße. Wie sie es mir gesagt haben, Fleisch soll man so essen. Boah, also es ist überhaupt nicht zu vergleichen wie mit einem Dürüm. Ganz anders. Schmeckt durch die Petersilie, schmeckt durch die Tomaten. Viel fruchtiger. Das Brot ist anders auch, meine ich. Weicher. Und was 100 Pro auch gemacht wird, ich glaube, dadurch hat das nochmal so ein Räucher-Kross-Aroma, dass das Brot, glaube ich, auf diese, ich sag mal, Flamme von Tantuni, wo das Fleisch auch gemacht wird, eingelegt wird. Das heißt, eigentlich ist es umso schwieriger als ein Dürüm, weil sich das Brot dann natürlich durch den Geschmack auch nochmal einsaugt mit dem Fett, mit dem Geschmack. Aber natürlich auch, ja, umso geiler schmeckt, ne? Was er gesagt hat, wir sollen mal oben so ein bisschen Zitrone oben drüber machen. Machen wir mal. Oh, das mit der Zitrone ist geil. Kein Scheiß, obwohl das warm ist und selbst wenn die Temperaturen steigen, kann ich mir sogar vorstellen, dass das so ein Ding ist, was man selbst bei hohen, warmen Temperaturen, klar kommt er aus der Türkei, richtig gut essen kann, weil es diese Frische vom Essen hat. Geiler Wrap sozusagen. Pepperoni dazu. Ich bin Pepperoni-Liebhaber, ihr könnt es gerne schreiben. Bei Challenge verzichte ich nur ganz ehrlich, weil es scharf ist. Aber die schmeckt geil mit dem Ding hier. Kann ich verstehen, warum es auf dem Teller mit dazu kommt. Tomate. Ja. Also da reicht definitiv die hier drin sind. Die muss ich die dicken jetzt nicht so da drin haben. Aber Pepperoni, Zitrone, eigentlich. Und man soll es quasi auch wie einen frischen Döner so essen, um die Komponenten zu schmecken. Aber ihr wisst, was hier nie fehlen darf, wenn es hier quasi auch mit angeboten wird. Und man kann es auch tatsächlich mitbestellen. Eine frische Joghurtsoße. Und die hat für mich immer noch was, schreibt es gerne rein, Soßen ja oder nein. Wo ich sage, gerade das Brot hat dann auch so ein bisschen mehr Juiciness. Boah, 33 Minuten haben wir nur Zeit, wir haben die 30 schon unterschritten. Wir müssen uns jetzt ranhalten, wie ihr so gerne schreibt. Weniger quatschen, mehr essen, das versuchen wir. Let's go. Meine Lieben, ich sehe gerade, wir haben die 23 Minuten schon unterschritten, das heißt, wir sind schon über 10 Minuten dran. Letztes Stück von unserem Stück, was wir uns nochmal abgeschnitten hatten. Halleluja. Und dann schneiden wir uns hier wieder ein Stück ab. Ich merke jetzt schon, oder ihr seht es vielleicht schon, die Tantuni-Stücke werden vom Abreißen kleiner, so wie normale Stücke. Und was da einfach an massiven Belag Fleisch drin ist vor allem. Ne? Also pures Fleisch, so kann man es ja nicht anders nennen. Pures Fleisch. Habe jetzt gerade mal nachgefragt, 8 Euro kostet einer, den wir quasi jetzt hier, wenn ihr den als komplette Portion haben würdet, kriegen würdet. Auch das ist natürlich mal interessant, was ihr dazu haltet, gerade im Verhältnis zu Döner, Dürüm etc. pp. Also schreibt es gerne mal rein. Aber die 2 Meter, Halleluja, ich bin mal gespannt, was die am Ende kosten. Was der Chef sagt, was die kosten würden, wenn man die quasi hier bestellen, ordern oder jetzt hier die Sonderanfertigung zeigt. Abschätzen kann ich gar nicht, aber da bin ich mal gespannt. Fleisch schmeckt gut. Mit Zitrone umso besser. Oh, boah, aber ich muss mit der Zitrone aufpassen. Wie überall, meine Lieben. Wir gehen weiter rein. Meine Lieben, wir schneiden uns das nächste Stück ab. Und
Und ihr seht, die Stücke werden immer kleiner, die Zeit wird leider immer weniger. Aber ich tue mich echt schwer mit den Tantuni. Das Brot stopft natürlich sehr. Also es ist auf jeden Fall eine Mahlzeit, die sehr, sehr sättigt. Nicht nur aufgrund des Fleisches, von dem massiven Inhalt, sondern natürlich auch aufgrund des Brotes. Das Einzige, was man sagen muss, es schmeckt wirklich lecker. Also, ich sag mal, Challenge hin oder her, aber ich bin froh, dass wir das heute hier mal probieren und testen konnten. Denn das wird nicht das letzte Mal gewesen, als ich Tantuni gegessen habe. Ich glaube, ein bisschen mehr Zwiebeln könnte ich mir hier noch wünschen. Das würde mich noch catchen. Und mit Knoblauch. Ich bin halt einfach ein Knoblauch-Junkie. Anstatt Joghurt noch, also zusätzlich. Ich glaube, bei meinem Pepperoni, die Mädchen müssen auch weg. Und wieder ein Stückchen Zitrone. Und dann gehen wir rein. Vor allem nur noch 12 Minuten. Die 200 Liegestützen warten. Ich weiß. Da ist immer viel Zeit. Ich weiß, mein Besser. Aber du hast aber auch was reingescheppert, Alter. Halleluja, ey. Gefühlt noch ein halber Tantuni-Teller, den ich gleich noch essen kann. Ja, da liegt noch ein bisschen Fleisch, genau. Echt? Du hast schon über 1,5 Meter. Diese 30 Zentimeter kriegst du auch noch hin. Ja, ich hoffe. Ansonsten, du weißt, ein paar Push-Ups heute. Kann ich irgendwas zu trinken anbieten, irgendwas? Sprudel. Sprudel? Danke dir. Meine Frau meint, du schaffst es. Ich sag, du schaffst es nicht. Ich habe mit dir jetzt auch eine Wette am Laufen. Okay. Muss ich dann 400 Liegestütze machen? Nee, dann kann ich heute Abend feiern gehen, Ah. wenn du es nicht schaffst. Oh. Also, meine Lieben, damit sind die 33 Minuten um und ihr seht's, die Challenge hier bei Yusuf Usaf ist damit nicht geschafft. 2 Meter Tantuni in 33 Minuten, Halleluja, meine Lieben. Die Zeit, die türkische Zahl 33, hat mir nicht Glück gebracht. Ich bleibe dabei, die 7 ist meine Glückszahl. Aber die 33 heute, das war für 2 Meter dann doch ein bisschen zu knapp. Allererstes mal Prost. Eins bleibt dennoch hängen und zwar, es war wirklich sehr lecker oder es hat sehr lecker geschmeckt. Und was ich immer gerne sage, ich bin und bleib nicht derjenige, der dann so unter Druck dann gerne ist, beziehungsweise solche Challenges hat, die mittlerweile leider mir immer mehr aufgelegt werden, weil, ja, wie ihr seht, dann doch die eine oder andere Challenge uns unterläuft, die dann für mich persönlich etwas schwieriger an dem Tag war. Ich habe am echt, also Leute, kein Scheiß, schaut euch mal jetzt abschließend an, also die Dinger hier, wenn die hier immer sind, GG gehen auf jeden Fall raus für 9 Euro. Da ist so viel massiv Fleisch drin, es ist sehr, sehr fettig, das Brot nimmt so viel Sud quasi auf, dass das natürlich nochmal doppelt und dreifach das Ganze schwieriger macht. Und ohne Soße wäre es bei mir gar nicht gegangen, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Ansonsten, erste Mal Tantuni hat mir sehr gut geschmeckt. Ich hätte persönlich für meinen persönlichen Geschmack da einfach noch 1, 2 Sachen, wo ich sage, da muss ein bisschen mehr Zwiebeln rein. Ich brauche die Soße auf jeden Fall, wie ich sag mal jetzt typisch bei einem Dürüm, bei einem Döner. Und deswegen die Joghurtsoße tat schon gut, aber so ein bisschen Knoblauch-Cocktailsoße da ist einfach mein Favorite. Auch wenn es im Tantuni nicht reingehört, aber für mich, für meinen Geschmack, wenn ich mir das bestellen oder holen würde, wäre es für mich definitiv angenehmer. Hoch. Meine Lieben, Challenge nicht geschafft, was aber nicht heißt, dass wir das Ganze jetzt hier nicht noch zu Ende essen, sondern eins machen wir. Und das ist unser letzten Tantuni-Stück auch noch zu Ende essen. Wir gehen weiter rein. Oh, let's go. Meine Lieben, der Chef hat mich gerade noch ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, bevor ich mir das letzte Stück noch gönne, dass wir noch abmessen müssen, weil ich stehe hier noch für ein paar Liegestütze quer. Er ist um 200 durchgekommen, aber du wolltest noch wissen, wie viel ich machen muss, ne? Genau, Wettschulden sind Ehrenschulden. Wir haben gesagt, pro 10 cm 10 Liegestützen. Ich habe meinen Messstab da. Da hau mal raus, was ich noch mache. Dann messen wir das mal. So, da haben wir genau 15 cm noch übrig. Bedeutet, in Mathe war ich super. 15 Liegestützen sind es dann. Machen wir 15 Liegestütze. 15 Liegestützen. Und 1,85 Meter Tantuni. Offiziell haben wir geschafft. Wobei ich schon sagen muss, ich habe das Gefühl, das war ein bisschen mehr Tantuni als 2 Meter und war auch ein bisschen schwieriger als üblich gedacht. Also Halleluja, aber da an Fleisch war, allein das waren schon 3 Kilo. Aber ich gönne mir das noch. Und dann, Leute, kommen wir noch zu 15 Liegestütze, die nicht fehlen. Denn ich weiß nur noch nicht, ob das vor oder nach dem Dessert kommt. Das muss ich mir noch überlegen. Aber erstmal gönne ich mir noch Gönn dir das. Tantuni. Meinen Respekt hast du. 1,85 Meter hat noch keiner geschafft. Dankeschön, mein Bester. Also meine Lieben, letztes Stück rein und das genießen wir jetzt nochmal wirklich zusammen, denn wie gesagt, mit dem Joghurtdressing
ist das definitiv ein bisschen angenehmer zu essen für mich. Wie gesagt, hier, da und die eine Verbesserung. Für mich persönlich Geschmack würde ich einfach mitnehmen. Ansonsten das Grundprinzip, finde ich, feiere ich vom Tantuni her, ist auch mal was anderes. Ach, Gürkchen noch mit dazu, völlig durcheinander, Tomate, Zitrone on top. Und ich habe schon gesagt, heute ist definitiv ein Tag, da werde ich nicht gut schlafen können, trotz, ich sag mal, gutem Essen. Den kann ich einfach nicht verlieren. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, haben wir dann einen guten, ich sag mal, etwas über 40 Minuten unseren 2 Meter Tantuni geschafft, was definitiv eine Happy Challenge war, also da gibt's nichts. Vielleicht müssen wir irgendwann nochmal zurückkehren, das kannst du wiederholen. Boah, diesmal weiß ich, worauf ich mich einlasse. Vielleicht soll ich diesmal am Anfang 1-2 Minuten weniger quatschen, aber das war schon wirklich happy heute. 15 Liegestütze stehen noch ab. Boah. Mal schauen, ob noch alles drin bleibt oder rauskommt. Ach, aber was auf jeden Fall drin bleibt und reinkommt, das ist ja. Ready? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, Spaß. 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Ach ja. Mein Lieber, ich habe meine Pflicht erfüllt. Super. Aber wir haben gerade ja schon gesagt, also ich will dich mal 200 Liegestütze machen sehen. Ja. Und ja, anscheinend auch viele, die 33 Minuten, dann vielleicht doch nochmal die 2 Meter. Also ich sag mal so, schreibt es gerne in den Chat, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt es gerne unter das Video, ob ihr das Ganze nochmal sehen wollt. Vielleicht mit einer anderen Tantuni-Challenge, vielleicht mit einer anderen Länge, vielleicht mit einer anderen Zeit oder vielleicht einfach nochmal 2.0 das Ganze. Worauf ich mich auf jeden Fall freue und du was passt parat, ne? Genau. Hier erstmal der Löffel. Das ist der hausgemachte Milchreis. Ach, Den macht meine Frau. Oh, liebe Grüße gehen raus. Der hat eine Besonderheit, der ist fluffig und nicht zu süß. Ja. Ich würde einfach sagen, du lässt dir mal schmecken. Ich glaube, es wird einfach so gut jetzt tun. Es ist schon, ich sag mal, ein kleines Frustessen mit dabei. Deswegen doppelt und dreifach gut. Ihr seid schon verheiratet, ne? Ja, wir sind schon verheiratet, haben schon Kinder. Okay. Ja, ja. Also ich sag mal so, für den Milchreis würde ich die sitzen lassen. Ich auf jeden Fall. Geil. Lecker, ne? Ich bin ja ein Milchreis-Lover. Ja, ich esse jeden Tag eins. Also Jeden Tag. ich könnte, also das ist einer der wenigen Sachen, wo ich auch sage, Zimt, Milchreis, I love it, jeden Tag. Ich glaube so, ja doch, das wäre meine Hauptnachspeise, Ja. ist halt immer PP. Danke dir. Ja, nächstes Mal, wenn du kommst, machen wir vielleicht so. Mach eine Milchreis-Challenge, was denn, ja? Tantuni, weg damit, hier Milchreis-Challenge, ne? Mach einen neuen Laden auf Milchreis hier. Ich danke dir vielmals, hat mir trotzdem mich sehr viel gefreut. Spaß gemacht. Danke dir Wie gesagt, ich bin ein vielmals bisschen für deinen gebrochen, bin ein bisschen sad, aber auch das gehört dazu. Und deswegen danke ich dir trotzdem für eine geile Challenge. Ich habe zu danken. Mein Lieben, gerne liken, abonnieren, teilen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei hoffentlich der nächsten erfolgreichen Challenge. Bis dann, liebe Grüße und liebe Grüße von Yusuf Uster. Yusuf Uster. Genau. Irgendwann werde ich es auch lernen, wahrscheinlich muss ich deswegen nochmal wiederkommen. Auf jeden Fall liebe Grüße aus Stuttgart. Ciao, ciao. Ciao.